Wie sägt ihr so dünne Streifen, Holzstreifen hier an der Tischkreissäge? Würde mich mal echt interessieren. Wir bauen uns heute nämlich ein richtig cooles Jig für die Tischkreissäge, wo man hier solche dünnen Streifen hier super easy, super wiederholungsgenau und super sicher einfach zusägen können. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und ihr seht es jetzt hier gerade. Wir haben hier super dünne Holzstreifen hier, die wir uns mit der Tischkreissäge zusägen. Jeder, der schon mal so dünne Streifen sich zugesägt hat, der weiß, dass es gar nicht ganz so einfach ist, das Ganze an der Tischkreissäge sicher und vor allem wiederholungsgenau, super wiederholungsgenau hinzubekommen. Deshalb bauen wir uns heute ein Jig. Ich habe das schon lange im Einsatz, dieses Jig hier, weil es mir am besten taugt. Aber wir bauen es uns heute nochmal neu und ich möchte euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Gebe auch Tipps und Tricks, um dann hier besser, egal welche Stärke ihr hier an Holzstreifen wollt, hier zusägen könnt. Also ich denke mal, wir schauen uns das Material einfach an. Ich zeige euch, wie es geht und dann geht's los mit Sägen. Dann schauen wir uns mal wieder dieses mega krasse Material an, was wir wieder brauchen. Ich habe hier ein Stückchen Restholz, das ist ein Stückchen Eiche hier. Achtet nur darauf, wenn ihr irgendwie ein Holz wählt, dass wir hier eine gewisse Stärke haben. Ich habe hier 26 mm hier. Wie gesagt, ist Restholz. Die ganzen Maße besprechen wir erst später, denn es kommt natürlich auch auf eure Tischkreissäge drauf an, was die für Maße hat, wo die ihre Führungsschienen hat und so weiter und so fort. Wir brauchen hier noch einen Sterngriffschraube hier. Die könnt ihr natürlich auch selber bauen. Ich habe da mal ein Video drüber gemacht. Die könnt ihr so selber bauen, natürlich mit einem längeren Gewinde hier. Und das Video kann ich euch auch noch mal hier oben verlinken. Wir brauchen eine M8-Schraube mit Flügelmutter. Wir brauchen 2 Eindrehgewinde hier. Und das war's. Nein, wir brauchen noch ein Stückchen Restholz oder was heißt Restholz? Ein Stückchen Sperrholz oder ein Stückchen Holz, was wir in die Führungsschiene einführen können, um das festzumachen. Mehr brauchen wir nicht und ich denke mal, wir starten jetzt gleich mal los mit der Bauanleitung. Wie gesagt, die Maße kriegt ihr ja nachher, aber die müsst ihr so auf eure Tischkreissäge dann anpassen.
Wir sind fertig mit dem Ganzen. Ey, ganz ehrlich, es hat keine 10 Minuten gedauert, um das hier zu bauen. Richtig cool. Ich werde es natürlich euch jetzt hier an der Tischkreissäge zeigen, wie das funktioniert und vor allem, worauf ihr achten müsst. So, es passt, lässt sich richtig schön verschieben hier und es wackelt überhaupt nicht. Perfekt, so soll es sein. Leute, ich gehe jetzt hier auf diese Tischkreissäge drauf ein. Ihr müsst es natürlich auf eure Tischkreissägen hier separat anpassen. Das hier ist die Bosch GTS10XC und deshalb gehe ich darauf einfach ein. Deshalb gebe ich euch einfach Tipps, worauf ihr achten müsst, wenn ihr das an euren Tischkreissägen macht. Also schaut's, ich habe das jetzt so gewählt hier, dass wir von dieser Schraube zum Sägeblatt, dreht euer Sägeblatt komplett hoch, dann kommt es ja bis hier an die Spitze hier raus und schaut, dass da einfach genügend Platz ist, dass da ja nichts irgendwie passieren kann, sich reinklemmen kann oder sonst irgendwas. Deshalb, ich habe hier so ein Stück hier noch Spiel, das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt fragt ihr euch, warum ich eigentlich dieses Teil hier hinten reingemacht habe. Genau, das ist eine Sicherheitsschraube. Diese Sicherheitsschraube kann ich nämlich nach unten drehen und hier hinten am Rand bleibt sie dann hängen. Das heißt, ich schiebe das Ganze hinter, kann das Ganze ja natürlich jetzt einstellen zuerst, aber das können wir gleich nochmal machen. Schiebe das Ganze, wenn ich es eingestellt habe, nach hinten und drehe einfach die Schraube runter. Und jetzt schaut mal, das ist ein Stopp hier, dass er ja nicht irgendwie sich das Holz da verklemmen kann, das Ganze nach drüben zieht oder sonst irgendwas. Hier passiert gar nichts mehr, denn das ist nämlich jetzt hier absolut fest. Für die Frage nach den Maßen hier, ich habe hier eine Breite von 15 und eine Länge von 20 gewählt hier einfach. Das könnt ihr natürlich entscheiden, je nachdem wie ihr eure Tischkreissäge habt und wo eure Schiene hier verläuft. Das ganz Wichtige ist jetzt eigentlich beim Einstellen, ihr dreht dann diese Schraube wieder hoch, damit ihr zum Sägeblatt kommt hier und könnt es jetzt hier mit dieser Flügelmutter hier. Ah, da habe ich noch was vergessen. Leute, ich habe das Ganze jetzt nicht ganz nach unten gemacht. Ihr könnt natürlich auch eine ganz normale Mutter hier machen und dann mit dem Schraubschlüssel festziehen hier. Ich habe hier eine Flügelmutter genommen. Deshalb habe ich gesagt, Leute, wählt das nicht zu dünn, denn ich will die Flügelmutter ja bewegen können hier und sonst komme ich ja nicht um die Kurven rum. Also ihr wisst, was ich meine hier. Wenn ich das jetzt zu weit unten gebohrt hätte, dann komme ich ja mit den Flügeln hier auf den Tisch. Deshalb könnt ihr es nicht zudrehen. Also achtet darauf, je nachdem wie ihr das festschrauben wollt hier, wo ihr euer Gewinde reinmacht. So, jetzt stellt ihr dann eure Wunschstärke hier zum Sägeblatt hier einfach ein und dreht das Ganze mit der Flügelmutter fest. Jetzt habt ihr eure Stärke eingestellt. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr das Ganze natürlich nach hinten schiebt und sichert. Und jetzt können wir eigentlich dann schon unsere ersten Schnitte probieren. Und das Wichtige ist daran ja eigentlich, wir müssen das Ganze ja eigentlich nur einmal, hoppala, runtergefallen. Und wir müssen das Ganze ja eigentlich nur einmal einstellen, hier. Und dann schieben wir eigentlich nur unseren Anschlag hier an die Schraube hin, machen das Ganze zu und können dann in unserer Wunschstärke einfach diese Streifen raussägen. Und der nächste Schnitt ist dann einfach so, wieder auf, wieder hinschieben, zumachen, durchschieben. Und so habt ihr immer diese gleiche Stärke und vor allem, ihr habt ja wirklich eine Sicherheit, dass ihr da nicht zu nah an das Sägeblatt kommt oder wie auch immer. Natürlich benutzt ihr noch einen Schiebestock hier, um das Ganze durchzuschieben, aber es funktioniert echt perfekt und das wollen wir uns gleich nochmal anschauen. Jetzt gebe ich euch noch einen kleinen Tipp, denn das mit so dünnen Streifen wird nicht funktionieren, wenn ihr diese Einlegeplatte drin habt. Warum ist die Einlegeplatte eigentlich so, ich sage jetzt mal, so breit und so offen hier? Ganz klar, wenn ihr den 45 Grad Winkel einstellt, muss das Ganze ja größer sein. Deshalb habt ihr da hier einen großen Spalt drin. Aber dieser Spalt bei diesen dünnen Sachen, die wir jetzt schneiden, dann fällt das Ganze immer hier rein. Aber da habe ich euch einen kleinen Tipp hier. Wenn ihr keine andere Einlegeplatte habt, könnt ihr das ganze Sägeblatt einfach runterdrehen und klebt es einfach nochmal für diese Schnitte, wenn ihr so ganz dünne Sachen haben wollt, klebt einfach Klebeband von vorne bis hinten drüber einmal. Natürlich schöner wie ich. Macht die Säge an und schiebt euer Sägeblatt nach oben.
Leute, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, wie ihr dieses Jig hier findet und wie ihr das Ganze immer gemacht habt, wenn ihr so dünne Streifen gebraucht habt. Also ich finde es toll, weil ich habe hier wirklich absolut genaue Wiederholungsschnitte hier und es ist wirklich super sicher hier mit dieser Sicherung, mit dieser Sicherungsschraube hier, dass das Ganze sich bewegt und wir messen das Ganze jetzt einfach mal durch. Wir haben jetzt hier 1 mm eingestellt, hier, wir haben hier absolut 1 mm und das Ganze ist durchgehend, bei jedem Stückchen haben wir hier diese exakten 1 mm hier. Also echt top. Und ich habe auch mal ein ganz dünnes Stückchen rausgesägt hier. Das ist jetzt hier sogar richtig schön biegbar. Es geht sogar noch dünner im Endeffekt. Und wir haben jetzt hier ein 0,5 mm, haben wir hier eine Stärke hier. Und das ist wirklich super genau, weil ich kriege da wirklich, die Wiederholungsschnitte werden echt alle exakt genauso. Also noch einfacher, solche Streifen passgenau hier und wiederholungsgenau hier zu sägen, gibt es eigentlich kaum. Also aus meiner Sicht hier, aber ihr könnt es gerne mal unten reinschreiben. Es gibt auch andere Jigs hier, um solche Streifen zu schneiden. Ich habe die auch alle schon ausprobiert, aber die gefallen mir nicht so gut mit so einem Schiebeklotz hier, mit allem drum und dran. Aber wie gesagt, die gefallen mir nicht wirklich gut. Hier mit dieser Variante fahre ich persönlich hier am besten hier. Und ja, man kann dieses natürlich noch aufwendiger bauen hier mit einer Schiene hier und das Ganze zu verschieben und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich brauche es nicht. Ich habe das jetzt mit dieser Schraube mehrfach probiert. Das ist schon mein zweites Jig hier in dieser Art und es funktioniert einfach top. Wer noch eine bessere Möglichkeit kennt, der kann sie gern auch noch mal unten reinschreiben. Würde mich drüber freuen. So Leute, wir sind am Ende des Videos hier. Lasst doch bitte einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann haut ein Abo rein hier. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und Servus aus dem Allgäu.